Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty then, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti und ganz besonderen Sache. Ich habe vor einiger Zeit, vor 9 Monaten auf Englisch auch über die Gem of Fates gesprochen, in dieser Tierlist, die offiziell für mich auch passt, und habe auch im Prinzip aber auch ein paar Beispiele genannt, wo es vielleicht mal sinnvoller sein kann, den einen oder anderen Gem dann doch zu wählen. Und jetzt, nachdem ich nach dieser Änderung des Legendary Dungeons ein paar Runs gemacht habe, bin ich darauf gestoßen, dass ich einen Gem of Fate, den ich in der E-Tier-List habe und tatsächlich jetzt auch nicht so mega stark fand, den ich wahrscheinlich doch höher kategorisieren würde. Ich weiß zwar noch nicht, ob D oder sogar C, aber ich vermute eher so D. Aber das möchte ich euch mal erklären. Es geht nämlich um diesen Gem hier, Diamond of the Time Traveler. Man kann es hier kaum gut erkennen in der Aufnahme, aber er macht Folgendes. Er hat den Vorteil, dass er Blessings um einen Raum verlängert. Und zwar alle Blessings. Und negativ ist increases the chance of suffering a curse from a barrel by 50%. Das heißt, wenn man so ein Fass hat, dann kriegt man eigentlich in der Regel immer einen Fluch ab, wenn man, sag ich mal, diesen Gem of Fate genutzt hat. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, E-Tier passt für mich, weil so wie ich ja spiele, versuche ich ja in den ersten Räumen viele Schlüssel zu farmen, damit man dann am bestenfalls ab Etage 50 kaum noch Schlüssel farmen muss und oft durch Türen gehen kann. Und in den Türen können Kisten dastehen, Skelette oder halt diese Fässer. Und meistens kriegt man die guten Blessings nur in den Fässern. Ja? Also Kisten und Corpses haben für mich selten Blessings parat. Und deshalb 50% Chance auf den Fluch, erhöhte 50% Chance auf den Fluch, also 75% Chance, dass das ein Fluch wird. Ja, das fand ich recht kacke. Und deshalb war für mich dieser Gem of Fate wirklich im E-Tier-Bereich, wo ist es jetzt hier, richtig. Ja. Aber jetzt haben wir ja Folgendes. Und jetzt switchen wir mal in Shakes hinein. Moment. Ja. So, ich bin jetzt hier mitten im Run, wo ich sozusagen diesen Diamond of Time Travel gewählt habe, weil die anderen 2 Flüche, die ich hatte, oder Gem zur Auswahl, die fand ich noch schlechter. Also einer war mit dem Nachteil, dass immer eine Tür locked ist. Ja, den mag ich nach wie vor nicht. Und der andere Nachteil war, dass Monster hinter Türen sein können. Wäre reduzierter Damage gewesen, habe ich echt überlegt, ob ich den nehme. Ich habe jetzt aber Diamond of the Time Traveler genommen. Und das hat folgenden Hintergrund. Leider habe ich das jetzt natürlich nicht live aufgenommen. Aber die Stärke dieses, also der Advantage dieses Gem of Fates, dieses Schicksalsklunkers, ja, wird erheblich gebufft oder verstärkt durch die neuen Räume. Wir haben ja Schicksalsräume, wir haben ja richtige Buffräume. Das sprich, man geht durch die Tür und man kriegt einen Buff. Und dann muss man meistens noch gegen ein Monster kämpfen oder so. Aber dadurch ist die Häufigkeit an Buffs für mich persönlich, ich habe das Gefühl, dass ich häufiger jetzt Buffs habe. Und dieser eine Raum länger zählt bei diesen Buffs dann auch mit rein. Durch die Türen, aber natürlich auch durch die Buffs, die man sowieso bekommt oder auch durch den Keymaster bekommt. Das heißt, ich bin jetzt schon 2-mal mit Road to Recovery mit 7 Räumen unterwegs gewesen, anstelle mit 6. Und das ist sehr, sehr stark. Und klar, das Disadvantage, ja, das nervt mich ein bisschen, aber wenn man durch eine Tür geht oder durch einen Fragezeichenraum und dort ist ein Fass, man muss das Fass ja nicht aktivieren. Klar, hätte man dort vielleicht auch einen Buff kriegen können, das kriegt man dann halt nicht mehr, aber es ist zumindest trotzdem ein Raum, wo man definitiv keinen Schaden bekommt oder wie auch immer. Ja, das heißt, der Disadvantage, ja, der nervt zwar trotzdem, aber der Advantage ist für mich deutlich wertvoller geworden mit diesen ganzen neuen Räumen, weshalb ich halt wirklich sage, dass ich diesen Gem of Fate, also von E hätte ich es auf jeden Fall auf D hochgenommen. Vielleicht müsste ich sogar alles nochmal durchgehen. Das ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen, wenn ich mir dieses Video aus Jux mal angeguckt habe. Vielleicht gibt es auch noch andere Gems, aber das ist tatsächlich so eine Sache mit den verlängerten Blessings, die man halt aus meiner Sicht jetzt nach einigen Legendary Runs, die wir kriegen können oder kriegen konnten, definitiv sinnvoll ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber tatsächlich sehe ich mich jetzt öfter vielleicht diesen Gem of Fate picken, vor allen Dingen, wenn die anderen
zur Auswahl stehenden halt jetzt nicht so geil sind, ja. Und Diamond of the Time Traveler. Also vorher habe ich den eigentlich auch nur gepickt, wenn nur noch was Schlechteres da war aus dem F-Tier-Bereich. Also es ist tatsächlich so, weil ich gerne eigentlich auf die Fässer gehe, ja. Aber gut, die neuen Räume bringen halt auch ein paar neue Taktiken und solange diese Schicksalsklunker nicht in ihrer Art und Weise geändert werden, dann ist das natürlich auch ganz nice. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal gemeinsam ran. Der Run ist jetzt nicht mega fett. Ja, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Hatte halt auch ein bisschen Pech. Darum geht es jetzt hier nicht. Ich will eigentlich, wenn es geht, eine Waffe finden. Ja. Und wir müssen... ich habe One-Man-Army hier noch dabei, aber wir haben 6. Ja. Das ist jetzt hier so ein Ding, ne? Auch hier habe ich jetzt ein Fass. Ja. Nehme ich jetzt nicht. So, jetzt gehe ich mal hier rein, hole ich mir die Schüssel. Hätte ja auch noch Gold geben können. Nehme ich auch nochmal mit. So, da gehen wir hier rein. Hier gibt es jetzt eine Kiste, da ist nichts drin. Hier flüchte ich mal, habe jetzt 20% erhöhte Chance. Hat natürlich super gut funktioniert, ganz klar, geil. Wenigstens das. Und ja, jetzt haben wir hier sogar noch so ein Ding drin. Und das ist der Small Lockpick. Bringt mir jetzt nichts mehr an der Stelle, aber immerhin ein Raum mehr. Man sieht es nochmal, dass sich das auch daraufhin auswirkt. Ja, geil, jetzt habe ich auch nochmal Schaden gekriegt. Schöne Sache, da sterbe ich natürlich nochmal. Ich sterbe ja sowieso. Also wer meinen einen Stream verfolgt hat, der weiß, dass ich gefühlt immer wieder sterbe. Komm. So, der Geiz. Ich wäre eh gestorben, ja. Ist wurscht. Ich bin gefühlt jedes Mal, also ich habe 3 oder 4 Runs gemacht im Stream. 3 davon musste ich das hier machen. Ja, also, und jetzt auch wieder. Es ist noch nicht mein legendärer Dungeon, obwohl ich eigentlich die Änderung sehr gut finde. Aber vielleicht muss ich auch nochmal meine Taktik überdenken. Ich überlege auch vielleicht häufiger Curse Storm mitzunehmen, anstelle Keys zu picken und insgesamt weniger Keys zusammen. Ich glaube, mit 29 Keys bin ich zu weit oben rangegangen. Ich glaube, man sollte mit weniger Keys durchkommen für einen perfekten Run. Aber egal, wenn wir jetzt die epischen Waffen kriegen, die legendären Waffen kriegen, dann ist es alles vergessen. Ja, die Socks sind ganz nice. Hatte ich nur schon was? Den Hut, den brauche ich eigentlich jetzt nicht so zwingend. Aber man sieht, die Werte sind auch schon mal besser. Ich habe die letzten Runs mit 10 Level weniger gefühlt gemacht. Vielleicht nicht ganz 10 Level. Immer noch keine Waffe dabei. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Aber ich habe trotzdem eine neue Waffe, die ist schon mal stärker. Deutlich stärker jetzt als die alte. Ich will noch mal ein bisschen weitergehen im Dings. Und ich werde jetzt wahrscheinlich noch mal den Slot hier erweitern. Genau, das wollte ich eigentlich gerne machen. Damit wir den auch haben. Ja, und dann muss ich noch weitergehen. Aber das war's erstmal. Vielleicht könnt ihr mit meinem Tipp auch was anfangen und etwas besser durch den legendären Dungeon kommen. Würde mich freuen. Also haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.